Goedemorgen. Ik grüße Sie in den Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Dat du Eensja Wacht nur in Himmel ist. Sei ja post das Leid, was wir sehen deiden. Wir aufhören unsere Botschaft, wir beten für die Sonntagsschule hier, sodass sie in ihre Kloster gehen und aber wir hier wieder gehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von uns Morgens, für diesen Tag, wir danken dir für alle Dinge, was wir an unserem Mann haben, und Vater, wir fragen uns, die irgendwas helfen, die irgendwas ein Wort geben für den Wort. Vater, ich bete für die Lehrer, die lehren, dann muss die Freudigkeit geben, und Leib geben für die Dinge, sodass sie von dem Wort lehren, sodass sie werden abwachsen, und die kann lehren, und sich die Hand geben, und für die leben, sodass die was verherrlicht werden, durch ihr Leben. Vater, wir beten, den Segen ab End, in Jesus' Namen. Amen. Okay, so das letzte Leid, was wir sehen, leiden, sehr passende Leid für die Botschaft. Den Titel für die Botschaft von uns Morgens hat gesagt, Jesus ist der einzige Weg nur in den Himmel. Du hast kein anderer Weg nur in den Himmel als durch Jesus. Und warum sage ich das? In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12, du lest wie, das sage ich, und du Isaak, und sehst keine Radung, willst uns Menschen es in ihren Himmel, sehst keine Numen gegeben, durch wem wir können seilig worden. So du hast bloß einen Weg, und das schien von der Tag, du sind sogar christliche Kirchen, die fangen daran anzunehmen, die fangen daran zu bleiben, dass du mehr als ein Weg nur den Himmel. Und wenn du mehr als ein Weg nur den Himmel hast, dann ist das, was Paulus hier sagt, das nicht wahr. Und dann ist das nicht wahr, was Jesus selbst in Johannes 14, Vers 6 sagt, wo die sagt, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Keiner kommt nur den Vater, bitte durch mich. Wenn Jesus nicht der einzige Weg ist in den Himmel, dann ist das nicht Wahrheit, was er sagt. So wir verstehen das von das Wort Gottes, dass du bloß ein Weg in den Himmel. Und Menschen können sagen, was sie wollen, aber ab ein, du hast bloß ein Weg. Und wenn wir den Weg nicht annehmen, dann wollen wir nicht zur Hand kommen. Ich will von uns morgens uns zwei Frauen stellen, ich mit der Botschaft anfangen. Da. Und ich habe diese Frau selbst gehabt, vielleicht hat jede Frau gehabt, oder vielleicht hat wer die Frau von der und auch noch. Und die erste Frau ist, wenn ein Mensch noch einmal von Gott gehört hat, und der starb, erst die, was die verantwortlich sind, oder was die ausschuldig sind. Und die zweite Frau ist, wenn ein Mensch noch einmal von Jesus gehört hat, und der starb, was die verantwortlich sind, oder was die ausschuldig sind. Wir denken, werden so, weil wenn die Menschen nicht gewusst haben, oder was die nicht verantwortlich sind, vielleicht haben sie uns dort gebleibt. Aber wir merken nicht viel aus, was wir glauben. Wir können vielleicht sagen, na, ich glaube das, ich glaube dort, ich glaube, wenn die nicht gewusst haben, dann was die nicht verantwortlich sind. Dann ich würde mir nicht wählen, eine Antwort zu geben mit mir selbst. Aber ich glaube, wir finden an Gott sein Wort eine Antwort für diese beiden Frauen. Gott, wir glauben alle, dass Gott ist ein gerechter Gott, er ist nicht unrecht. Gott ist ein leibender Gott. Wir lesen das an Johannes 3, Vers 16, dass Gott leibt die Menschen so sehr, dass er schickt sogar seinen einzigen Sehen, hier bei jedem ab, so dass all die, was am bleiben, nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben können. Und er ist ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott. In 1. Petrus 3, Vers 9, da lesen wir, das sagt, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. In 1. Timotheus 2, Vers 4, da sagt Paulus, Gott will Herrn, dass alle Menschen sollen gerettet werden und die Wahrheit kennenlernen. Und dann habe ich in Ezekiel Kapitel 38, Kapitel 13, zwei Versen, wo das sagt,
Gott gefällt das nicht, wenn ein Mensch an seinen Sünden Zustand sterben wird. Er sagt, das gefällt ihm nicht, hat kein Gefallen daran. So wenn Gott nu dann ein lebender Vater ist, ein gerechter Vater ist, wenn ein Mensch dann nu nach dem Himmel von Gott gehört hat, oder von Jesus gehört hat, und der starb, würde ein gerechter Gott, was nicht erreicht hat, würde den Leuten in der Hölle gehen. Das ist eine Frau, das ist eine wichtige Frau. Wenn wir mal Römer Kapitel 1 gehen, und da wo wir 2 Zeichen finden, was gegen die Menschen waren, Stunden und jeden Tag. Und ich glaube, wir werden die Antwort finden. Und wir werden noch mal was mehr Schriftstellen betrachten. Und ich will den Teil und schlicht die Schriftstellen ab und lese die für uns selbst nach Wahrheit nu. Gleich nicht bloß das, was ich hier war sagen, aber lese die Versen nu. Und dann höre ich, was das dort sein. Und dann, ich glaube, wir werden die Antwort finden zu diesen 2 Frauen. So Römer Kapitel 1, Vers 16 durch 21. Das sagt er, ich schäme mich nicht mehr das Evangelium von Christus. Dort ist Gott seine Kraft, all die selig zu merken, die daran bleiben. Erstens die Juden, dann aber auch die Griechen. Dort wies uns, wo Gott uns durch den Glauben gerecht merkt, und wo die Glauben immer zunehmen, so es geschrieben steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Dort ist überall zu sein, wo Gott sein Euer von Himmel raufkommt, über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit von den Menschen, die in Ungerechtigkeit die Wahrheit unterdrücken. Wo einer von Gott weiten kann, weiten sei, will's Gott hat an dort weiten luten. Von dann aus Gott die Welt gemerkt hat, als sie eine ewige Kraft in Gott hat, die vorher nicht zu seinen wir vor den Tag gekommen und zu verstehen, durch dort, was er geschaffen hat. So dass sie keine Entschuldigung haben. Und wenn sie Gott erkannten, sie geben ihm nicht die Ehre aus Gott und haben ihm nicht gedankt, sie geben sich in ihr Denken mit verkehrten Gedanken auf, so dass diestre in ihr auferständigt Gott überhand nein. So das sind 2 Zeichen, was wir hier finden, woran jeden Tag waren die Menschen stehen. Erstens, wenn wir checken, so Vers 20, die erste Zeichen ist die Kreatur, von dort, was Gott geschaffen hat. Das ist zu sagen, von dann aus Gott die Welt gemerkt hat, als sie eine ewige Kraft in Gott hat, die vorher nicht zu seinen wir vor den Tag gekommen und zu verstehen, durch dort, was er geschaffen hat. Und dann sagt dort, so dass keiner eine Entschuldigung hat. So ist keine Entschuldigung. Dort ist die Kreatur, das ist die erste Sei. In Psalm 19, Vers 2, wo du sagst, hey, der Himmel reden klar von Gott seine Herrlichkeit und luten an sein Handwerk seinen. So das redet sehr klar von dort, was Gott geschaffen hat, und dort ja von genug zu verstehen, dass du ein Gott ist, der alles geschaffen hat, und das hat gesagt nicht, du hast keine Entschuldigung. Und dann die zweite Sei ist, in den 19. Vers, sagt dort, wo einer von Gott weiten kann, weiten sei, will's Gott hat, und dort weiten luten. In der 18. Fall, das sagt dort, dass überall zu sein, wo Gott sein Euer von Himmel raufkommt, über die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit von den Menschen, die an die Ungerechtigkeit die Wahrheit unterdrücken. Und wir weiten dort, wenn wir an die Sintflut denken, wo Gott sein Euer über die Menschen raufkommt, auch von Sodom und Gomorra, wo tut passiert, die ganze Stadt wird verbrannt. Und so er sagt, das sehr klar zu sein, wo Gott sein Euer über die Ungerechtigkeit raufkommt. So, das ist sehr klar. Er sagt, das sehr klar zu sein. Und dann wollen wir noch wieder übergehen, Römer Kapitel 2, bloß mit wiederblättern, Kapitel 2, Vers 14 und 15. Hier in Römer 1, Vers 19 sagt er, wo einer von Gott weiten kann, weiten sei, will es Gott haben, dort weiten luten. Und dann Römer 2, Vers 14 und 15
sag ich, van Völker, die dat Gesetz nicht haben, uit ihr nicht gewissen doen, wat dat Gesetz sagt, dann sind sie, wenn sie das Gesetz nicht haben, sich selbst das Gesetz. Sie bewiesen damit, dass an dort am Wort geschrieben ist, das Gesetz verlangt, was das Gesetz verlangt, in ihre Gewissen bewiesen, dort soll ihr. Auch ihre Gedanken verklären sich untereinander. So hier sei wieder sehr klar, dass Gott, das sagen uns hier, dass Gott hat dem Mensch das Weitenluden, Gott hat dem Mensch das angegeben, das durch Gott ist. Sie, das sagt der Römer Kapitel 2, dass eben man das Gesetz nicht haben, like von der, wenn wir nicht mal das Wort Gottes haben, wenn wir die Bibel nicht haben, über das ans Gewissen, sagen uns das sagt der, das ist in den Wort geschrieben. Und dann sagt er wieder, in ihre Gedanken verklären sich untereinander. Das darf nicht sein, dass der Mensch kann sagen, ich glaube das in Gott, because Gott hat jeder Mensch, der in dieser Welt nennt, dort ein Wort gegeben, zu weiten, dass durch Gott ist. Wir sagen, wenn wir von denen reden, wir sagen, der Mensch ist dort eingeboren. Weil das ist ein Ding, was der Mensch ist eingeboren. Gott hat jeder Mensch dort ein Wort gegeben, dass du in Gott ist. So das ist die zweite Sei. Die erste Sei ist die Kreatur, was Gott gemerkt hat. Und die zweite Sei ist ans Gewissen. So wo ist der Raum von Entschuldigung? Das ist kein Raum von Entschuldigung. Das sind Menschen, die sagen, dass sie glauben nicht, dass du in Gott ist. Glaube ich, dass ein Mensch glaubt, dass du nicht in Gott ist? Ich glaube das nicht. Das darf gar nicht sein. Weil das sage ich hier, eben ihr Gewissen, ihre Gedanken verklären sich miteinander. Der Mensch weiß dort, wenn der Anrecht tät, das bohrt an, nicht? Und wenn er sagt, dass er nicht an Gott glaubt, das ist dass er nicht glaubt, aber was er damit sagen tät, ist das. Ich will nicht von Gott weiten. Wenn der weiß, was er tät, das Anrecht, und das klärt sein Gewissen, das verklärt ihm, und dann will er diese Idee, dass du in Gott ist, dass ein Tag was mit für Gott tun, dort will er da wahr, und dann sagt er, ich glaube nicht, dass du in Gott ist. Aber wirklich glaubt er das. Das darf nicht sein, dass er das nicht glaubt. Die will dort wahr. Die sagt, was er damit sagt, ich will nicht von diesem Gott weiten. Ich will nicht für den tun. Aber weiten der das innerlich, du hast einen Gott, so das darf nicht sein, dass ein Mensch das wirklich glaubt, dass du nicht ein Gott ist. So das sind die zwei Seiten, die Kreatur in uns Gewissen. Und ja, von jenen Tag, während die Menschen stehen, so bleibt der Raum von Entschuldigung. Das sagt er in den 20. Vers, so dass sie keine Entschuldigung haben. Du wirst keine Entschuldigung sein. So dort ist die erste Frau. So wie sagen das du hast keine Entschuldigung. Der Mensch wird nicht schuldig sein, der wird verantwortlich sein für Gott. Und dann die zweite Frau, die muss vielleicht sagen, okay, wenn der Mensch das nicht weiß, du hast einen Gott, der hat keine Ausrede, wie Gott hat ihm das selbst eingegeben. Was aber dann die zweite Frau? Wenn er nach dem Himmel von Jesus gehört hat, wenn er nach dem Himmel gehört hat, dass Jesus der Eensja Wacht ist, nur in Himmel, ist er dann auch schuldig. Das ist eine andere gute Frau. Wir denken werden so, weil wenn die dort nicht gewusst haben, und die stark war, weil die haben sein Bestes getan, und wir wollen das Jürgen bleiben, dass die was ausschuldig sind, aber ist der Mensch wirklich ausschuldig? Ich glaube, wenn wir die Bibel lesen, dann Gott sein Wort lesen, dann finden wir das sehr klar, dass sogar dann ist der Mensch nicht ausschuldig, die wird verantwortlich sein. Das ist in Johannes 1, Vers 9, du redest von Jesus selbst, und das sagt dir, dass Jesus ist das Licht für die Welt. Und in Johannes 1, Vers 9 sagt das, dass wir das wahrhaftige Licht, und das redet von Jesus, das für alle Menschen scheint, die in diese Welt kommen. Jesus ist das wahre Licht, das in der Welt scheint,
für alle Menschen, die in der Welt ankommen. Alle Menschen haben wortlich. Wir wissen nicht alles, aber jeder Mensch hat wortlich. So, wenn ein Mensch nur bloß weiß, diese zwei Seiten hat, und kann es daran sein, wenn die Kreatur das in Gott ist, und in seinen Gewissen dann das sein, dass, wenn die nur bloß die zwei Seiten hat, dort ist genug, dass er sich verdammen kann. Warum? Weil wenn die dort hier gab, dann wird Jesus finden. Und wenn die zwei Seiten zu sich schauen, und unterdrückt dort, dann ist er verantwortlich. Aber wenn er was dort hier geben, dann wird Gott in Wacht merken, dat so lenken, dat hij wat von Jesus hören, und dann dat hij wat die Gelegenheit haben, dat anzunehmen, dat hij in den Himmel kann. So, even dann ist der Mensch noch nicht ausschuldig. Wir haben ein Beispiel von den Äthiopien, die kommen von Nordafrika nach Israel, nach Jerusalem. Hij will da auch anbeten. Und so, wir können uns vielleicht denken, wie lange er was gereist hat. Er war am 4. Jahren von Nordafrika nach Israel. Und so, was tut er? Er sagt nur Gott. Sie, er hat das gewissen, er weiß, dass du wie ein Gott, und er sagt nur, das ist ein Gott. Er hat ein Verlangen, diesen Gott kennenzulernen und weiten, wer das wir. Und so, er siegt, und er fährt nach Jerusalem, und da beten die Juden an, dass wir ein religiöser Platz, wo wir bloß Regeln wären. Und so, er fuhr da weg, und er hat das nicht gefunden, wo er nur siegen deit. Und dann war ich in ein Haus, er lässt an Gott sein Wort, er sieht nur Gott. Und so jährt man von der und nach, wenn wir dort die hier geben, was wir weiten, wenn wir Menschen bloß die zwei Tekens haben, die zwei Zeichen haben, dort ist genug, wenn die hier jafte dort, Gott wird dazu lenken, dass die Person wird von Jesus hören. Und das Krieg wird mit diesen Äthiopien passieren. Wir weiten die Geschichte in Apostelgeschichte 8, dass als er in die Haus fahren er sagt, und dann sagt Gott sein Geist zu Philipp, sagt er, go dort an der Wüste an, durch ein Mann, der siegt. Und gut sei denn dort, dass Jesus der einzige Weg ist zu der Seiligkeit. Und Philipp ist gehorsam, er verleiht die Versammlung durch, die Andacht durch, was sie da hatten, und er ging dort hin, und er fängt das so, und er ging zu besiegt werden. Dann sagt er, dass er lest durch, und das sagt, dass er lest den Prophet Jesaja. Ich glaube, dass das in Jesaja 53 war. Und dann fragt er den, kostet die verstehen, was die lesen das. Dann sagt er, wo kann ich mir das keine einleihen das? So, er lud ihn ab, am Bären abzukommen. Und dann fängt er an, kriegt das Zeichen, Apostelgeschichte 8, Vers 34, sagt er, dann fing Philippus Krieg mit der Schrift steht an, und predigt am das Evangelium von Jesus. So hier predigt er am das Evangelium von Jesus Christus, was der einzige Weg ist, nur in Himmel. Und Gott hat es so gelenkt. Warum? Weil er sagt, nur Gott. In der Apostelgeschichte Kapitel 11, wir weiten die Geschichte von Cornelius. Cornelius war ein Mann, er sagt nur Gott. Er hat verlangt, zu weiten, wer Gott war, und er will dort tun, was Gott gefallen hat. Und dasselbe passiert da. Auf einmal hast du einen Tag, sind da ein paar Engel, und die sagen zu ihm, dass er soll eine Japa schicken durch seinen Mann, der heißt Simon Petrus, sagt er, lud den hier ankommen, und der wird ihn sein. In der Apostelgeschichte Kapitel 11, Vers 14 sagt er, der wird die Wirt sein, wodurch du in den ganzen Haus waren seilig werden. So von diesen zwei Männern lesen wir dort, dass sie sagten zu Gott, sie geben die hier dort, was sie wissen, in Gott mirken Weg für die, das Evangelium zu hören, wodurch sie können seilig werden. So dort geht von der noch Krieg so. Wenn wir hier geben, zu dort, was wir weiten, dann wird Gott den Weg aufmerken, sodass wir können die gute Botschaft hören von Jesus Christus, und dass wir können gerat werden. Wir hören das von vielen Moslems. Mit Moslems, die sind abgebracht von klein an, die
die sind gelehrt, aber die sind falsch gelehrt, die haben einen anderen Gott, aber sie sind zu abgewaschen und sie wollten nicht anders, was das als reich, nicht? Und so du war würde wir sagen, weil, wenn sie von klein an, sie werden gelehrt, und sie wollen das, was reich wird, und viele von denen, die kennen ihre Schrift ganz auswendig, und sind ganz gehorsam, die beten 3 Mal am Tag, alle Tag, die tun, was ihre Lehre von ihnen verlangen hat. Überdag, du hast einen Lagerplatz an der Hort, und die finden nicht Frieden. Und viele von denen, die finden nicht Frieden, und die segnen Gott, und vielmals hier wieder, dass die Utstehenden sagen, Gott, ich will den wahrhaftigen Gott kennenlernen. Wenn du Gott bist, dann lob mir die Finger. Und wir hören das von sehr vielen, die haben eine Vision, oder einige haben einen Traum, wo die Jesus sein, und dann kommen die zu der wahre Erkenntnis, dass Jesus der einzige Weg ist, nur den Himmel. So wir sehen dadurch, dass es nicht Gott seine Schuld, ein Mensch wird nicht ausschuldig sein. Und ich würde mir das nicht wehren, mir selbst zu sein, aber von der Wort Gottes fängt wir dort, wo er schaffen hat, dass der Mensch ist verantwortlich. In Markus Kapitel 4, Vers 24, da lesen wir, das sagt, wer du hast, den wird mehr gegeben, und wer nicht hat, von dem wird nach dort genommen, was er hat. Und das geht für uns, die durch Christen sind, auch, und Gott sein Wort zu verstehen. Das sagt, wer du hast, den wird mehr gegeben werden, und wer er nicht hat, von dem wird nach dort genommen werden, was er hat. So, wenn wir gewissentlich haben, gewisslich verstanden haben, und wir dort gehorsam sind, dann wird Gott uns mehr Licht geben. Das wird er sagen, das. Das ist in Römer Kapitel 1, Vers 17 sagt, und hier der 17. Vers, das sagt, so es geschrieben steht, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und du vorhersagst dort, wo Gott uns durch den Glauben gerecht macht und wo die Glauben immer zunimmt. So wir haben Wort Glauben, und wenn wir hier jemand dort, dann was die Glauben, und kriegt so, wenn wir gehorsam sind, dort Licht, was wir haben, dann wird Gott uns mehr Licht geben, aber wenn wir auch gehorsam zu dort Licht, was wir haben, dann wird dort Licht immer düsterer, dann wird nach dort genommen, was wir von uns genommen, was wir haben. Das ist in Römer 1, Vers 21, wo wir durchlesen, das sagt, und wenn sie Gott erkennen, wenn sie weiten, dass du ein Gott ist, sie geben ihm nicht die Ehre aus Gott und haben ihm nicht gedankt, sie geben sich in ihr Denken mit verkehrten Gedanken auf. Und dann sagt er, du, so dort Diestre in ihr auferständigt Hort überhand nimmt. Und das kriegt, was passieren wird. Wer der hat, wird mehr gegeben werden, wer nicht hat, von denen wird nach dort genommen werden, was er hat. So, wenn wir Licht haben, jeder Mensch hat Wortlicht. Die Menschen haben nicht alle Licht, aber jeder Mensch hat Wortlicht. Und wenn wir gehorsam sind zu dort Licht, dann nimmt dort Licht zu. Aber wenn wir auch gehorsam zu dort, wir tun nicht dort, was wir weiten, dann nimmt dort Düstere zu. Das ist, was hier sagen wird. In Epheser 4, Vers 19 sagt dort, sie sind stammt geworden, die in alles, was der ihnen gewesen an sein kann. Wenn die vielmals einmal sagen, wir vielleicht, wir können nicht verstehen. Ich lese in der Bibel, aber wir können nicht verstehen. Wenn wir uns wollen, wir können. Ich denke an, wenn wir viele von uns, wir kommen von Mexiko,
Und wir kommen hierhin in ein Ding, was wir das erste wollen, wenn wir hier sind, wir wollen Driverlicense merken. Das fällt uns sehr, sehr neidig. Und wir kennen aber nicht Englisch. Aber das ist ein Ding, dort wollen wir ganz ab ihrens und wir tun alles, was wir können, dort wir wollen an der License kriegen. Und die meiste von dort merken dort, was wir wollen, was wir ab ihrens wollen, dort kann wir immer sein, wir kriegen dort. Und so ist es mit Gott sein Wort. Wenn wir ihrens sind, dann wollen wir kriegen. Dann kann wir nicht sagen, ich kann nicht. Und dort ist das erste Stopp, ist dort gehorsam sein, das kleinste bisschen, was wir weiten, das kleinste bisschen Licht, was wir haben, wenn wir dort gehorsam sind, dann wird das Licht nehmen. Aber wenn wir dort nicht tun, wenn wir dort eingehorsam sind, dann wird das düster werden, dann wird nach dort genommen von uns, was wir haben. So ist sehr wichtig, Gott sein Wort zu weiten, Licht zu haben, und dann das tun, gehorsam sein. Das ist sehr gefährlich, Gott sein Wort zu weiten, und dort nicht zu tun, was Gott sein Wort sagen wird. Die Pharisäer, die proben Jesus Versen sehr auf, besonders in Johannes Kapitel 7, proben die uns sehr auf, wegen seiner Lehre, was er lehren deit. Und sagst hier in 17. Vers, du sagst, dass Jesus Antwort an und sagt, meine Lehre ist nicht meine, über den Sinne, der mir geschickt hat. Und wer den Sinn will, tun will, wird bald uitvinden of diese Lehre von Gott ist oder of ich von mir selbst rede. So er sagt, meine Lehre, was ich lehren will, das ist nicht meine Lehre, aber das ist den Sinne, wer mir geschickt hat. Gott hat ihm geschickt und so diese Lehre wie Gott Sinne. Und dann sagt er, wer Gott sein will, tun will, der wird bald uitvinden, von wem diese Lehre ist. In andere wird gesagt, wenn wir einen Willen haben, Gott nur zu folgen, dann wollen wir uitvinden, was die Schrift sagt. Das war das hier sagen wird. Wenn wir den Willen haben, wir das Licht haben, wir den Willen haben, Gott den Willen zu tun und zu weiten, was Gott sein Wort sagt, dann sagt Jesus, dann wollen wir bald uitvinden, was das sagt. Das ist sehr gefährlich, Gott sein Wort zu zitstreiten. Das ist eine Vers in 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 9, durch 12. Diese Versen, die haben mich vor Jahren sehr, sehr gedrückt, weil ich die verstehen kann, was er meint und woran das sind sein wird. Und das ist 2. Thessalonicher 2, Vers 9. Das sagt, die Gesetzlose wird in so tun seine Kraft kommen, und durch die wird verlorene Tekens und falsche Wunder tun. So das redet hier von den Antichrist, die kommen wird, die wird in Menschengestalt kommen, und die wird herrschen hier auf dieser Erde. Und das Gefährliche ist, was er sagen wird, er wird Tekens und Wunder tun, aber das sagt, das werden falsche Tekens sein und verlorene Wunder. Aber das ist sehr gefährlich. Das wird nicht anzunehmen. Und dann sagt er, er wird die Jahre zum Beisen verladen, die verloren gehen. So anders gesagt, wenn er wird kommen, die wird die Menschen verladen, und anders sagt er, wenn die wird kommen, die Menschen werden mit Frieden annehmen. So wir würden das keinmal am annehmen, aber das sagt er, die werden am annehmen, und er wird die zum Beisen verladen. Und wem wird die zum Beisen verladen? Das sagt, die wird verloren gehen. Wenn wir das Wort nicht annehmen, das Evangelium von Jesus Christus nicht annehmen, wenn die wird kommen, dann sagt er, die wird die verladen zum Beisen. Bis Jesus hier auf eine steht, die Pharisäer, die sagt, ich komme mein Bruder sie nehmen, und die nehmen mich nicht an, aber wenn ein anderer wird kommen und sie ihnen nehmen, die Antichrist wird an sie ihnen nehmen kommen, sagt er, den will ich annehmen. Sagt er, die nehmen mich nicht an, wenn ein anderer wird kommen und sie ihnen nehmen, den will ich annehmen. Aber dann sagt er dort noch wieder, will sie rechnen die Wahrheit nicht, die anraten können. So das ist, sie schauen das auf, die Wahrheit, die anraten können,
Die noemen die nicht an, und so sagt dann wird dit zum Beisen verladen. Und haben die nicht angenommen. Dann sagt in der alte Fall, du wegen, schickt Gott die Wolken erlehren. Sie dit es nicht, wird sich nicht so erscheinen, wenn Gott selbst den Mensch dort wird angeben, lees zu bleiben. Das ist ein sehr schlimmer Zustand. Aber das hat er gesagt. Warum? Sagt dort sie wollen lees bleiben. Und dort all die verdammt waren, die die Wahrheit nicht glauben über ihre Freiheit und die Gerechtigkeit haben. So Gott selbst sagt dort, die wird dort angeben, dass die wollen lees bleiben, wenn das Antichrist wird kommen, mit all die Dinge, Gott wird, die wird zum Beisen lernen, und dann Gott selbst wird dort angeben, dass sie wollen lees bleiben, warum? Sodass sie wollen verdammt werden. Das wird sich nicht scheinen. Aber das ist, was passieren wird. Du weißt, das ist so wichtig, wenn wir Gott ihn wird haben, dann dort die hergeben, und so ich sehe, Jesus ist die einzige Weg in den Himmel, und wenn wir dort nicht annehmen, dann stehen wir an diese Gefahr. In 2. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 8, in 9 sagt dort, dann werden die gestraft worden, die von Gott nicht weiten wollen. Das ist, wo Jesus wird weiterkommen. Sagt dann werden die gestraft worden, die von Gott nicht weiten wollen, in das Evangelium von Herrn Jesus Christus nicht horchen wollen. Er straft es, ewig verloren zu gehen, und von Gott getrennt, seinen weit von Gott seiner Herrlichkeit. Sie das ist, was Gott sehen wird, sagt, was passieren wird. Und du wen sagst, als der Mensch ausschuldig, oder was die verantwortlich sind, sind die zwei Frauen. Wenn wir die hier geben, zu die zwei Frauen, zu die zwei Zeigen, dann wird Gott den Weich merken, dass wir können wollen das Evangelium hören, und dass wir können gerat werden. Und vielleicht hat Gott wem von denen hier gebracht. Vielleicht hat wer Gott gesagt, und Gott hat das so gelangt, dass die können das Evangelium hören, was ihnen tragen kann. Das ist nicht der Wacken, das ist nicht die Kirche, das ist nicht der Tod, die Taufe, was uns raten lässt. Das ist bloß ein Weg, und das ist bloß, wenn wir dort annehmen, was Jesus Christus von uns getan hat, dass er gestorben ist, antritt und hat andere Sinnen Schuld betont, dann, wo wir seilig werden. Und so, das ist bloß der einzige Weg, das ist bloß der einzige Weg. In Epheser 2, Vers 8, 9 sagt dort, die sind, durch Gott sie nicht nur gerat, will sie bleiben. Das ist nicht durch ihre Worken, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht ihr Worken, so dass keiner Isaak hat, sich selbst zu loben. Und eine andere Schrift, die ich noch mal lesen, wenn wir das bleiben, das annehmen, dann wollen wir Rat. In 1. Johannes 4, Vers 9, durch 13, da lesen wir, wenn die auch bleiben, was Menschen sagen. Viertens bleiben wir Menschen meist doller, was die Menschen sagen. Wenn die sagen, na ja, dann bloß den bastet, und dann wird ihr das einmal uitreken. Aber hier sagt es, wenn wir auch bleiben, was die Menschen sagen, können wir noch sicher bleiben, was Gott gesagt hat. Sein Zeichen ist noch gerade. Und dann habe ich mal, was Gott sein Zeichen ist. Das sage ich, in Gott sehe, dass Jesus Christus sein Sehen ist. Wer um Gott sein Sehen bleibt, weit bis sich am Hort, dass das so ist. Wer Gott nicht bleibt, nannt Gott damit ein Lehner. Weil es halt läuft dort nicht, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. Und das ist, was Gott von seinen Sehen gesagt hat. Dort hei an der alte Falsch. Und Gott hat gesagt, dort hei uns ewiges Leben gegeben hat. Und das Leben ist in seinen Sehen. Das Leben, das ewige Leben, ist in Gott seinen Sehen. Und wenn wir den Sehen annehmen, das Johannes 1, Vers 12 sagt, dass all die, was Arm abnehmen, die hat das Verreich Gott seine Kinder zu sehen. Und dann die 12. Vers sagt, wer Gott seinen Sehen hat, hat das Leben. Und wer den Sehen nicht hat, hat nicht das Leben.
Een andere schrift in de 13e vers, en dit is niet te alle mensen geschreven, dit is, zegt dit schreef ik u, te wem, dat je om God zijn zin blijven. Dat die weten, dat die dat eeuwige leven hebben. Als dat niet schijnt dat we dat weten kunnen, dat we dat eeuwige leven kunnen hebben, wie kunnen dat dan zelfs niet weten? Maar dit is wat Johannes geschreven heeft. Hij zegt, dit schreef ik u, dat je aan God dienen zin blijven, dat je dat weten, dat je dat eeuwige leven hebben. Dit zijn niet mijn woorden, dit is God zijn woord. En een andere vers, sehr schöne vers, Johannes 4, vers 22 zegt, ik zei je de waarheid. En dit is Jezus zelfs wat hij reden deed. Hij zegt, ik zei je de waarheid. Wie mijn woord heert en den blijft, die mij geschickt heeft dat eeuwige leven en komt niet aan dat gerecht. Über is van dood zum leven gekomen. So Jezus is de Eensja Weg naar den Himmel. En keiner wordt voor God stunden können sein, ich sie schuldig, ich sie nicht verantwortlich. Nur Gott sein Wort, wo wir nicht schuldig sind. Und das ist so einfach. Das ist nicht so schwer, das zu verstehen, wo wir können geraten werden. Ich will bloß noch 3 Versen lesen zum Schluss. Und das ist, wo wir das können annehmen. In Römer 10, Vers 9, durch all, sagt, dass wenn du mit dat Mühl Jesus als Herr bekannt en gleich, dat Gott am van dood abgewirkt heeft, wordt die seilig. Wer von Hort en gleich, wordt gerecht, en wer mit dem Mühl bekannt, wordt seilig. Die Schrift sagt, wer immer und am gleich, wordt nicht zu schon worden. Laten we nog te beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir von uns morgens, dass du so leibtulich wirst, dass wir uns wirst den einzigen sehen, zu schacken, so dass all die an am bleiben würden, nicht darin verloren gehen, über das ewige Leben haben. Vater, ich bete, dass keiner von hier bin, was hier von dir und ist, wird das nicht verstehen, oder wird nicht zu das ewige Leben kommen. Ich bete, dass in dieser einzigen Worte zu kommen, zu das ewige Leben. Und haupt dir, möchte jetzt das Wort wieder zu der Toeherrscher openbaren, en wann dat ze gelangen is, dat jemand soll das Evangelium von Jesus Christus hören, ich bete, dass du wirst genug geben, das anzunehmen. Und ich danke dir, dass du das so geplant hast, und dass es nicht überwachen ist, dass wir seilig werden, aber dass es durch Not ist, durch Glauben und dort, was Jesus für uns getan hat. In Jesus' Namen. Amen.